Ja Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich bin von meiner Kursfahrt zurück und habe es geschafft, vor der Sommerpause noch ein Video zu machen. Ja gut, geschafft. Mittwoch war mein letzter Schultag, also ich hatte alle Zeit der Welt. Ja, aber egal, heute wurde Hummedi nochmal bespaßt, bevor er dann in Frankreich wandern muss. Ja, also lehnt euch zurück und viel Spaß mit dem Video. So, seine Hundschaft muss heute wieder Sport machen, denn er liegt schon den ganzen Tag rum und kommt nicht aus dem Knick. Man sieht mich nicht, das ist etwas weird. Egal. So, seine Herrschaft ist, nehme ich an, immer noch draußen. Was für ein Ding? Naja, der Hund, der ist immer noch draußen, oder? Der Hund ist immer noch draußen. Okay. Da. Na? So, wir sind heute etwas bescheiden unterwegs. Jetzt sieht man es nicht, aber manchmal ragt dann hier unten die Handytasche unten raus. Das sieht halt immer etwas bescheiden aus, aber ich habe sonst keine Tasche und immerhin passt es da rein. Humi, wir gehen nicht ins Haus. Wir gehen raus. Geh schon mal raus. Ich muss noch kurz gucken, was wir überhaupt machen. Ah ne, ich habe sie auf dem Foto, ich keck. Ja. Los geht's. Nein! Nicht! Nein, wir gehen nicht ins Auto. Ich weiß, du bist gerne im Auto, seit du den Joghurt da gefressen hast, aber komm. Eine sehr praktische Ersatz-Notfallleine hat man hier. Aber eigentlich brauchst du jetzt ja kein Halsband mehr, das stört ja nur beim Springen. Jetzt hat er sich wieder hingehauen. Gerade eben hatte er ja noch eigentlich relativ viel Bock. Normalerweise ist er jetzt so faul, im Garten zu gehen. Vielleicht ist ihm ja auch einfach langweilig und deswegen ist er so träge. Aber dem wirken wir jetzt ja entgegen. Wir fangen klein an. Mir fällt gerade auf, man sieht mehr, wenn ich das Hütchen andersrum hinlege. Und dann muss ich noch den Fisch holen, weil von dem sieht man deutlich besser. Den kann man nämlich hin und her schieben und so positionieren, dass man was gut sieht. Da hat es drauf geregnet. Er hat auf jeden Fall richtig Bock.
Ich entschuldige mich übrigens, wenn ich viel am Husten und am Schniefen bin. Ich bin angeschlagen und von der Klassenfahrt zurückgekommen und habe Heuschnupfen gleichzeitig. Das ist ein bisschen nervig. Ist neulich aufgefallen, wenn wir so wie immer vorgehen, dann müsste ich heute theoretisch nochmal all diesen Stangenparcours machen. Ich habe überlegt, ob ich das nicht mache. Ich habe jetzt beschlossen, doch mache ich. Aber ich renne wieder mit und springe mit ihm über die Hindernisse, weil das fand er jetzt ja nicht so schwer und ich glaube auch, wenn ich mich recht erinnere, eigentlich ganz lustig. Danke für den schönen Hinternhummel. Ja, dann hat er nämlich noch mal ein positives Erlebnis mit den Stangen und dann können wir irgendwann in der Zukunft dann weiter daran arbeiten. Ja, tschüssi. Die Kamera ist extra so hingestellt, dass man ganz viel sieht, damit man alles sieht und jetzt ist alles voll weit links. Wunderschön. Ich muss mal meine Kopfhörer ablegen. Die sind ein bisschen blöd zum Rennen. Wäre nett, wenn wir keinen Unfall bauen, Himmel. Aber Hummel präsentiert uns wieder sein schönes Pöhlchen. Ja, ich glaube, so dynamisch hat es ihm jetzt deutlich mehr Spaß gemacht. Das ist schön. Dann hat er wenigstens noch Bock auf Stangen, weil ich nutze die ja nicht nur für diesen Parcours, sondern auch für andere Sachen. Genau, dann machen wir jetzt mit was anderem weiter. Etwas, das er schon kennt. Die ist gerade richtig hier im Baum gelandet. Ich dachte für einen Moment, die bleibt da liegen. So, das kennen wir ja schon. Wir haben es vor Ewigkeiten irgendwann mal gemacht. Ich fand das erst etwas verwirrend und dann fiel es ihm eigentlich nicht so schwer. Und ich dachte, ey, wäre mal cool, mal wieder was Abwechslungsreiches, was Neues zu machen. Deswegen machen wir das jetzt. Da es theoretisch auch schon kennt, soll es ihm jetzt auch nicht allzu schwer fallen. Ja, ist jetzt nicht so kompliziert. Ich glaube, das tut dem Hummi jetzt mal wieder ganz gut, wenn er mal wieder ein bisschen Spaß haben kann und nicht so viel denken muss beim Springen, nicht wahr? Du bist nicht mal scharf, Digga. Die Kamera fokussiert dich nicht mal, das kleine Arschloch.
Pizza. Ach, du bist süß, Humi. Ich glaube, das hat ihm gerade richtig Spaß gemacht. Er war erst etwas verwirrt, aber als er es dann verstanden hat, dann fand er das richtig, richtig cool jetzt. Das läuft heute alles wieder so flüssig, Mann, im Vergleich zum letzten Mal. Ja, dann kühlen wir jetzt schon ab. Da habe ich mir heute mal was Neues überlegt. Und dann war es das schon wieder für heute. Lief sehr schnell heute. Ich habe das hier jetzt aufgebaut. Das sind irgendwelche Schläger von irgendeinem randomes Spiel. Ich glaube, es ist so ein bisschen wie Golf. Und das steht seit Ewigkeiten da drin und verstaubt und wurde seit Ewigkeiten nicht mehr genutzt. Und jetzt habe ich das gesehen und mir gedacht, yo, das kann man doch nutzen. So als Trappstangen. Das Problem ist nur, die Dinger sind überhaupt nicht hoch. Davon abgesehen kann er das hier nicht mit seinen Trappstangen. Da springt er ja in einem Satz rüber. Ich habe das jetzt so hier aufgebaut. Ich finde, das sieht ganz interessant aus und ist ja eigentlich auch ganz cool. Für ihn zum Abkühlen sieht ja schon sehr entspannt aus. Da päst er jetzt wahrscheinlich wieder rüber. Aber gut, ist halt so. Ja, schön, wie du da liegst. Aber nehme ich jetzt auf, weil ja klar, nehme ich auch. Hey, komm her! Ein Unfall. Na gut, das war irgendwie zu erwarten gewesen. Hast du schön gemacht, Hummel. Hat er, glaube ich, wirklich schön gemacht. Hat ihm, glaube ich, auch Spaß gemacht. Und ich finde, ich habe seinen Galopptakt, wenn man das so nennen kann, ganz gut getroffen. Soweit ich das jetzt sehen kann. Wirklich sehen werde ich das erst in Zeitlupe. Ja, wir müssen jetzt aufräumen. Aber immerhin lief es heute ja richtig gut, nicht wahr, Hummi-Bummi? Hummel hat sich entschieden, mir Gesellschaft zu leisten. Ja, wir räumen hier jetzt noch das Tischchen auf. Und dann geht zumindest ich zurück. Was er macht, ist ihm überlassen. Ja. Ich hoffe, die Tüte knistert jetzt nicht so laut, weil die jetzt so nah am Mikro ist. Ha, das Wasser ist getrocknet, wie krass. Ich finde, der Hummel hat heute einen sehr guten Job gemacht. Klar, etwas wild, aber er hatte Spaß. Er hat es gut gemacht und das finde ich schön. Nachdem er die letzten Male für ihn ja kognitiv sehr herausfordernd waren, konnte er dann heute ein bisschen Action, ein bisschen Party machen. Das fand er bestimmt auch gut. Genau. Und es kommt jetzt noch eine längere Pause, aber das erkläre ich jetzt gleich nochmal aus dem Off genauer. Ja, deswegen verabschiede ich mich jetzt hier schon mal so gesehen von der Kamera. Und ja,
das heutige Video war ein bisschen kürzer, weil ich weniger geredet habe. Ja, ich finde das eigentlich ganz gut so, weil dann muss ich weniger Untertitel einfügen. Wie findet ihr das denn so? Wie ich schon gesagt habe, beginnt jetzt die Sommerpause. Ich bin praktisch die gesamten Sommerferien im Urlaub, deswegen werden definitiv keine Videos kommen. Allerdings werde ich mehrere Urlaubsvlogs über die Orte, an denen wir sind, drehen und diese dann selbstverständlich auch hochladen. Wann das sein wird, weiß ich noch nicht. Aber die nächsten Videos werden wahrscheinlich so ab September online kommen. Bis dahin schöne Sommerferien für alle, die haben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like, Kommentar oder Abo oder alles davon da und bis zum nächsten Mal. Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nee, das klingt irgendwie scheiße. Das ist mal reingeschissen. Geil. Ja, hallo Leute und was piept mein Kopfhörer? Das habt ihr jetzt nicht gehört, aber mein Kopfhörer piept mir ins Ohr und mein Ohr juckt. Ja, hallo und herzlich willkommen. Warum habe ich eigentlich abgebrochen? Ach, egal, nochmal. Irgendwie guckte er etwas misstrauisch und jetzt legt er sich wieder hin. Ja, also eigentlich war er ja voll motiviert. Er kam hier, erst hatte er gar keinen Bock und dann kam er hier ordentlich fröhlich angehopst. Ach man, das war doch scheiße normal. Er hat richtig Bock. Jetzt ist mir gerade aufgefallen, oder, na, scheiße. Ja, mir ist jetzt neulich aufgefallen, wenn ich, immer, ach Mann, ey, bin ich eigentlich zu blöd zum Reden. Das ist doch nervtötend. Da ist voll die Kuhle im Boden, wo ich weggerutscht bin. Ja, okay, egal. Nee, das zeige ich nachher separat. Und dann hat er hoffentlich, ja, weiterhin Bock. Das am Schluss schneide ich raus. Nimm ihn scharf. Danke. Ich muss das gesamte Outro noch machen. Jetzt wieder nicht dieses Mikro verbunden. Ich muss das gesamte Outro noch mal einsprechen, weil dieses beschissene Programm sich nicht mit dem Mikro verbunden hat und das fucking Computermikro verwendet hat. Ich habe mich schon gefragt, warum der Mist so leise ist. Warum? Warum ist er so beschissen? Warum wählt er, wenn ich ein externes Mikro einstecke, dann das Mikro vom Computer aus zum Aufnehmen? Wie hirnlos muss man sein? Welcher Mensch hat sich das überlegt? Wer hat das programmiert? Warum? Kannst du mir das bitte mitteilen? Ich weiß, du sprichst kein Deutsch, deswegen hast du keine Ahnung und wirst dieses Video wahrscheinlich niemals sehen und meine Nachricht wird dich niemals erreichen. Aber warum? Warum macht man sowas? Ich habe halt auch schon alle Untertitel eingefügt. Ich glaube, er nimmt wieder mit dem falschen Mikro auf. Vor allem manchmal verbindet er sich automatisch mit dem Mikro. Also das Aufnahmeprogramm nimmt automatisch mit dem externen Mikro auf und manchmal mit dem Computermikro. Es ist also auch nicht so, als würde das irgendwie einer strikten Regel oder so folgen. Das wäre ja zu einfach. Ja, jetzt muss ich alles nochmal machen, die Untertitel, alles schon angepasst hier und jetzt so eine Scheiße.